Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Da gerade Lavendelzeit ist, nutze ich die Gelegenheit und mache mir ein Curly Hair Methoden geeignetes Lavendelwasser für meine Haare. Ich benutze es im Moment hauptsächlich deshalb, weil meine Kopfhaut gerade ziemlich stark fettet. Das Spray hilft gegen das schnelle Nachfetten, wenn man es regelmäßig auf die Kopfhaut aufträgt. Ihr braucht dafür auch überhaupt nicht viel. Ihr braucht ungefähr 2 Esslöffel frische Lavendelblüten und 500 Milliliter destilliertes Wasser. Ihr könnt aber auch anstatt der frischen Blüten getrocknete nehmen. Ich habe die zum Beispiel schon mal in der Apotheke gesehen. Oder ihr benutzt reines ätherisches Lavendelöl. Von dem Lavendelöl braucht ihr dann auch wirklich nicht viel. Also um Gottes Willen bitte keine 2 Esslöffel da reinhauen, sondern es reichen von dem reinen ätherischen Lavendelöl 1 bis 2 Tropfen. Normalerweise wird bei Rezepten mit ätherischem Öl empfohlen, hochprozentigen Alkohol oder Hamamelis dazuzugeben. Weil das aber nicht safe ist nach der Curly Hair Methode, würde ich euch empfehlen, das einfach wegzulassen. Ich fange jetzt mal an und entferne die Blüten vom Stiel. Ich finde, man kann sie entweder tatsächlich einfach so abzupfen oder man hält sie oben fest und streift die unteren einfach ab. Das geht tatsächlich am allerschnellsten, dann muss man nur noch die oberen so ein bisschen abknibbeln. Und das mache ich jetzt einfach, bis ich ungefähr 2 Esslöffel Blüten habe. Zwischendrin erzähle ich euch gleich mal ein bisschen was über den Lavendel. Lavendel ist eine Heilpflanze und hat beruhigende und entspannende Eigenschaften. Wenn man sich zum Beispiel Lavendelwasser auf die Stirn gibt, kann das helfen, also Stirn und Schläfen, kann das helfen, Kopfschmerzen zu lindern. Wenn man sich Lavendelwasser aufs Kopfkissen sprüht, kann dieser beruhigende Duft einem helfen, besser einzuschlafen. Wenn man sich Lavendelwasser auf die Kopfhaut sprüht, fetten die Haare nicht so schnell nach. Das ist jetzt hauptsächlich das, was ich mir davon erhoffe. Und außerdem wirkt es desodorierend, das heißt, es hemmt Gerüche. Es soll außerdem bei Juckreiz helfen und ist ein natürliches Insektenschutzmittel. Also, wenn ihr abends rausgehen wollt, euch abends noch ein bisschen auf die Terrasse setzt oder sowas, sprüht euch mit Lavendelwasser ein, können die Mücken nicht besonders gut leiden. Ich habe jetzt meine 2 Esslöffel Lavendelblüten zusammen. Deswegen messe ich mir jetzt 500 Milliliter destilliertes Wasser ab und bringe es zum Kochen. Wenn das Wasser kocht, schalte ich den Ofen aus. Wir brauchen jetzt keine Hitze mehr. Die Lavendelblüten müssen nicht kochen in dem Wasser. Ich gebe jetzt 2 Esslöffel Lavendelblüten damit rein in das Wasser. Rühre einfach kräftig um. Ja, mach noch einen Deckel drauf und dann lasse ich das bis morgen früh stehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Lavendelwasser ist fertig. Ich hole mir jetzt eine Schüssel und ein kleines Sieb. Ich könnte auch das größere Sieb nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich dann alle Teilchen aufgefangen werden. Das heißt, ich nehme lieber mal das kleine Sieb und werde es, wenn es nötig ist, zwischendrin mal kurz auskippen. Und damit ist mein Lavendelwasser im Prinzip schon fertig. Ich werde jetzt noch so ungefähr einen Teelöffel Aloe Vera Gel mit dazugeben. Einfach weil das auch noch gut ist für meine Kopfhaut und die im Moment ein bisschen strapaziert ist. Wenn ich das gut verrührt habe, fülle ich mir alles um in eine Sprühflasche. Ich habe jetzt übrigens ein relativ dezent duftendes Lavendelwasser, was ich wirklich gut finde, weil ich mag zu intensiven Lavendelduft überhaupt nicht. Wenn ihr Lavendelduft wirklich sehr gerne mögt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr entweder mehr Lavendelblüten nehmt oder dann vielleicht doch einen Tropfen von diesem reinen ätherischen Lavendelöl hinzugibt. Für mich reicht der Duft, so wie es ist, wie gesagt, aus. So, da bin ich wieder. Ich habe mir mein Lavendelwasser in eine Sprühflasche abgefüllt. Ich habe kurz überlegt, ob ich es in meine Flerosol-Sprühflasche reingebe, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil die Flerosol-Sprühflasche ja doch einen sehr, sehr, sehr feinen Nebel ergibt. Und ich will ja eigentlich einen eher etwas zielgerichteteren Sprühstrahl.
Das heißt, ich habe eine ganz normale Sprühflasche genommen, damit das wirklich auch da ankommt, wo es hin soll, das Lavendelwasser, und nicht irgendwie überall auf meinen Haaren landet, sondern ich will es ja wirklich hauptsächlich auf meiner Kopfhaut haben. Ich sprühe jetzt alles damit ein, meine ganze Kopfhaut. Ich hebe da so vorsichtig, wie es geht, hebe ich die Haare am Ansatz immer so ein bisschen an, damit ich es einfach besser auf die Kopfhaut sprühen kann. Und wenn ich die Kopfhaut überall eingesprüht habe, bin ich auch schon fertig. Ich könnte meine Haare jetzt noch weiter stylen mit Leave-In, Gel oder sonst was, mache ich aber heute nicht. Heute wird einfach nur Luft getrocknet und fertig. So, das war es heute schon wieder von mir. Ich hoffe wirklich, euch hat das Video weitergeholfen. Ich freue mich übrigens auch tierisch über ein Like oder einen netten Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war es erstmal von mir. Tschüss, eure Melanie.